Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. In diesem Video gibt es das Unboxing vom Padcaster Parrot Teleprompter, den ich mir aus England kommen habe lassen. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal, mein Name ist Alex und auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema Fotografie, Film und YouTube und die Vlogs aus meinem Leben. Heute machen wir mal ein Unboxing vom Padcaster, den kleinen Mini-Teleprompter, den man direkt aufs Objektiv schrauben kann und der mit einem Smartphone betrieben wird. Schauen wir sich mal an, was der denn so für Daten hat, beziehungsweise was der eigentlich so kostet. Hier ist meine Invoice, meine Rechnung. Die Firma heißt Parrot. Das ganze Produkt heißt Padcaster, weil es iPad bzw. iPhone oder Android-Phone, was auch immer. Das ist ein Mini-Teleprompter, das heißt, der ist gerade einmal so groß wie ein Handy, wie ein größeres Smartphone. Was ist ein Teleprompter überhaupt? Ein Teleprompter funktioniert so, ihr habt da das Objektiv, da habt ihr euer Smartphone und da habt ihr so ein Glas. Das Objektiv schaut durch das Glas zur Person, die spricht, und von unten projiziert das Smartphone gespiegelt einen Text übers Glas zur Person, die spricht. So kann die Person, wie ich zum Beispiel, immer mit dir direkt sprechen, ohne immer runter auf einen Zettel zu schauen oder drüber oder irgendwo anders hin, sondern ich habe immer direkten Augenkontakt und kann trotzdem meinen Text ablesen. Soweit der Sinn. Also so funktioniert im Prinzip ein Teleprompter. Jetzt schauen wir sich mal an, was dieser Padcaster eigentlich kann. Mein heißgeliebtes Damaszener-Stahlmesser, mein selbstgeschmiedetes ist natürlich vor Ort. Also die Box ist nicht sehr schwer, inkludiert den Parrot Teleprompter, das ist schon mal gut. Ein Parrot Remote, das heißt eine Fernbedienung. 13 Mounting Rings, das heißt, man sieht hier nur eine Öffnung und die kann natürlich nicht auf jedes Objektiv passen. Das heißt, sie haben Adapterringe. Ein Reinigungsset, das alles ist da drinnen. Schauen wir uns mal die Features an. Ein ultra kompakter, smarter Teleprompter. Man kann ihn direkt ans Objektiv anschrauben mit einer professionellen Qualität und man kann ihn quasi anbringen und wegpacken als eine einzelne Einheit und man muss ihn nicht zusammenstückeln. Das Ding ist made in China, hat auch eine Webseite www.padcaster.com. Ich gebe euch die auch in die Beschreibung rein. Da ist ja urviel drin. Wir haben zuallererst einmal ein aufklappbares Ding, das zeigt, wie es ausschauen kann und wie es ausschaut. Da steht: Slide out the pre-installed mount ring, remove the mount ring, choose the correct mount ring for you, screw mount ring to camera lens, remove the hood cover, nicht schlecht, damit das Glas geschützt ist, remove protective film and insert the smartphone, mount the teleprompter, please refer to the in the app sections, download your free app available on the App Store, Google Play. Also eine App gibt es auch. Wir wissen ja, wie das läuft, wir haben das ja gesehen beim Ronin S, das mit den Apps klappt nicht immer ganz so. Dann habe ich mein Reinigungsset, eine Remote Control, dann haben wir ein nettes Täschchen, was man so aufmachen kann. Schau dir das an, die 13 Ringe. Das an sich ist der Teleprompter. Hinten haben wir den Schutz drauf, das heißt, wir werden den Mount auch kurz abnehmen. Da ist schon ein 58 mm Mount drauf, aber im Prinzip ist das der Teleprompter. Hier eine große Öffnung, hier die Glasscheibe, schräg 45 Grad. In die Richtung wird gefilmt, müsste das circa so ausschauen. Kann sein, dass ich nachher den Zoom noch ein bisschen ändern muss, weil mit Weitwinkel bei sowas kann man mit einem Weitwinkel nicht filmen, sonst habe ich die Seiten von dem Gehäuse drauf. Ja, mehr ist da auch nicht drinnen, wie man sieht, außer noch mehr Müll. Machen wir mal den Kameraring drauf. Das kann ich zum Schutz nicht drauf geben, weil dieser Deckel passt nämlich nur aufs 58 mm. Schasti. Gut, vorne kann man das Glas trotzdem schützen, das ist ja ganz nett. Jetzt möchte ich auch noch kurz sagen, was das Ding gekostet hat. Also gezahlt habe ich 175 Pfund, 204,06 Euro. Montieren wir das einmal. Lauter Kabel, geht sich keiner aus. Zum Montieren ist es wichtig, vorher den Ring wieder rauszunehmen, aufs Objektiv draufzuschrauben. Ist das getan, schieben wir den Ding rauf. Einfach mal bumm. So, man sieht nicht, dass ein Glas drauf ist. Die Abdeckung braucht man erst einmal nicht. Mein Messer habe ich auch nicht braucht. Schauen wir sich mal das Remote an. Die Fernbedienung. Wir haben eine Beschreibung drinnen, ein User Manual, Fernbedienung. Und hier ist übrigens noch ein Zettel drinnen. Hinten gibt es einen On-Knopf. Dann drehen wir das Ding on. Das rote Licht leuchtet. Mein Smartphone, Einstellungen, Bluetooth-Einstellungen. Wie heißt das Ding? BRC 100. Super, das wird mir nicht angezeigt. Andere Geräte, Bluetooth Remote. Ha! Ich bin verbunden.
Jetzt gehen wir mein Smartphone mal da rein. Mit dem Smart Remote kann man definitiv rechts und links drücken. Also das funktioniert auch mit einer anderen Teleprompter-App, die ich habe. Ich glaube, meine heißt Teleprompter Pro. Und jetzt machen wir mal kurz einen kleinen Test. Ich habe mal ein Video aufgenommen zu den Sensorgrößen. Nachdem da sehr viele Fachbegriffe drin sind und ich das nicht einfach so runterrattern kann, erstmalig mal mit einem Teleprompter. Das kann man urgut lesen. Teleprompter ist geil, da kann man sich ein komplettes Skript schreiben. Seht ihr da eigentlich was auf der Kamera? Überhaupt nicht, das ist ja geil. Kommen wir nun zu den 3 meistgenutzten Sensorgrößen. Die kleinste der 3 bereits genannten ist die Micro Four Thirds oder auch Four Thirds Sensor. Micro Four Thirds bezieht sich nicht nur auf die Sensorgröße, sondern auch auf den Bajonettanschluss und gehört mittlerweile zu den Standards. So, das war mal der Test. Klappt nicht schlecht, ich muss mich noch dran gewöhnen, entweder ich mache das Pagination oder ich lasse automatisch durchlaufen. Ja, prinzipiell funktioniert das Ding gut, man kann es echt nicht schlecht lesen. Texte schreiben, wie sich das importieren lässt, das kommt dann noch, also ich werde dann noch ein ausgiebiges Review machen. Ich werde auch die Padcaster App ausprobieren. Das war das Unboxing vom Padcaster Parrot Teleprompter. Hast du auch schon mal überlegt, einen Teleprompter für deine Videos zu verwenden? Schreib mir deine Antwort in einen Kommentar unterhalb des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du auf Gefällt mir klickst und vielleicht sogar das Video teilst. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!